es ist jedes Mal wieder ein Abschalten. Weil es ist nicht ein normales Autofahren. Man hockt rein und man muss wirklich irgendwie arbeiten. Die Emotionen werden ganz klar irgendwie geweckt, sobald du den Zündschlüssel drehen den schönen V8-Sound hörst. Mir gibt es extrem viel. Viele verstehen es irgendwie nicht, aber ich bin immer der Meinung, wir sollten die Leute mit ihrem Hobby zufrieden lassen. Und für mich stimmt es. Mein Name ist Roland Kuller, Rolli. Ich fahre einen 1964er Ford Galaxy XL mit einem 7-Liter-Motor, angeschaltet. Also ab Werk ist er mit einem 390er, sprich einem 6,4 Liter. Sie haben aber in den Staaten schon einen Umbau gemacht auf einen 7 Liter. Es ist nicht ein reiner 427er Motor, sondern der Block ist von einem 428er Super Cobra Jet aus dem Jahr 1969. Die Köpfe sind aber von einem 427er. 2014 importiert und 2015 leider einen kapitalen Motorschaden gehabt. Das Positive daraus ist, wir haben bei einem Schweizer Motorenbauer frisch aufbauen. Das hat mittlerweile irgendwie alles verheben. Was sich dann noch herausgestellt hat auf der positiven Seite, die Ansaugspinne, die drauf ist, aufgrund der Nummer, die man identifizieren kann, sollte es eine originale Ansaugspinne sein von einem GT500. So ein kleines Goodie in diesem ganzen Blech, das man hatte, mit dem Motorschaden. Immerhin das. Die Messung, die sie haben, also der Amerikaner misst in der Regel die Leistung nur am Motor. Das hat 425 PS haben. Wir haben ihn nach dem Motor wieder Aufbau, auch bei der Novidem, der einen neuen Vergaser bekommen hat, auf dem Leistungsprüfstand 368 PS auf der Hinterachse. Die Kombination mit dem 7-Liter-Motor und dem 4-Gang-Halbschaltung macht ihn halt schon speziell. Die meisten Amerikaner, die man ja heutzutage auf den Schweizer Strassen antrifft, auf der Oldtimer-Seite sind alles Automaten. Man trifft eher wenig 4-Gang-Handgeschaltete irgendwie an. Das macht ihn sicher irgendwie speziell, zumindest irgendwie für mich.